Ich habe Mathematik studiert oder ich habe Mathematik G studiert. Was ist hier richtig? Genau das schauen wir uns jetzt an. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Heute lernen wir die Verben ohne G im Perfekt, also ohne Partizip 2. Viele Deutschlernende machen hier oft sehr viele Fehler, aber nach diesem Video wirst du diese Fehler nicht mehr machen. Also starten wir mit voller Konzentration. Perfekt. Verben ohne G. Herzlich willkommen zu diesem wichtigen Thema. Das ist auch das dritte und letzte Video zum Thema Perfekt. Starten wir. Im Video 1 haben wir die Satzstruktur im Perfekt gelernt. Im Video 2 haben wir haben oder sein gelernt und in diesem Video lernen wir die Verben ohne G. Also, schauen wir uns nochmal die Formel kurz an. Im Video 1 haben wir diese Formel gelernt und im Video 2 haben wir das Problem haben oder sein gelöst und in diesem Video lernen wir Partizip 2, also G und Verben ohne G. Lass uns mit voller Konzentration starten. Das Problem Partizip 2 Endungen. Also, sagen wir gekommen oder sagen wir gekommt? Was ist jetzt hier richtig? Schauen wir uns das mal an. Theoretisch könntest du die Verben in regelmäßige Verben und unregelmäßige Verben aufteilen. Bei regelmäßigen Verben haben wir sehr oft die Endung T. Also habe gekocht, habe gemacht, habe gespielt oder habe gearbeitet. Unregelmäßige Verben bin gefahren, bin gegangen, habe gesprochen und habe gelesen. Aber vorsichtig bitte. Auch bei regelmäßigen Verben haben wir sehr viele Ausnahmen. Also, ich rate dir und empfehle dir auch, dass du einfach die Verben im Perfekt ganz einfach lernen sollst. Einfach lernen. Machen wir weiter. Die meisten Verben haben im Perfekt ein G, also Partizip 2. Zum Beispiel machen, gemacht. Aber einige Verben haben kein G. Zum Beispiel im Präsens besuchen und im Perfekt sagen wir nicht besucht. Wir sagen besucht. Und genau dieses Problem werden wir in diesem Video jetzt lernen und danach wirst du das 100% verstehen. Verben ohne G, also ohne Partizip 2. Hier habe ich jetzt mal nicht trennbare Präfixe und hier habe ich jetzt mal ein paar Klassiker. Das sind Präfixe und ihren ist ein Suffix. Also, wenn ein Verb mit ver beginnt, wie zum Beispiel verkaufen oder verstehen, dann bekommt es im Perfekt kein G. Und das machen wir auch bei Präfix b, r, g oder zer und beim Suffix iren machen wir das gleiche. Jetzt machen wir jeweils ein paar Beispiele und dann wirst du das 100% verstehen. Hier habe ich jetzt mal den ersten Satz. Mein Verb verkaufen und beginnt mit dem Präfix ver. In diesem Fall bekommt es auf jeden Fall kein G und wir schreiben ganz einfach, er hat sein Haus und sein Auto verkauft. Und wir sagen in dem Fall nicht verkauft, ja? Ganz einfach. Warum? Weil mein Verb mit Präfix ver beginnt. Machen wir mit diesem Beispiel weiter. Mein Verb ist verstehen und beginnt auch mit ver. In diesem Fall bekommt es auch kein G. Also, wir haben das Thema perfekt verstanden. Auch hier kein
G, ja? Machen wir weiter. Jetzt sind wir beim Präfix B. Also alle Verben, die mit B beginnen, bekommen kein G. Machen wir zwei Beispiele. Mein Verb bestellen, also Präfix B. Sie hat im Restaurant eine Pizza bestellt. Wir sagen nicht bestellt, ja? Falsch. Machen wir weiter mit dem zweiten. Danach hat sie die Pizza bezahlt. Auch hier kein G. Gut, machen wir mit dem dritten Präfix weiter. Präfix R. Zum Beispiel erklären oder erzählen. Auch diese Verben bekommen kein G. Gut. Der Lehrer hat die Grammatik erklärt. Also wir sagen nicht G erklärt. Kein G. Zweites Beispiel. Du hast mir von deinem Urlaub nicht erzählt. Mein Verb erzählen, Präfix R, kein G. So einfach. Machen wir weiter. Präfix G. Zum Beispiel gehören oder gefallen. Auch hier machen wir zwei Beispiele. Der Film hat mir gefallen. Also wir sagen hier nicht gefallen, ja? Kein G. Oder die Wohnung hat uns gehört. Mein Verb ist gehören und wir sagen nicht gehört. Jetzt gibt es einen kleinen Exkurs zum Verb gefallen und gehören, weil es hier des Öfteren Probleme gibt. Problem. Ist gefallen oder hat gefallen? Hier fragen mich oft meine Schüler, was sie hier benutzen müssen. Das ist ganz einfach zu verstehen. Also, wir haben einmal Präsens. Im Präsens haben wir das Verb fallen. Und fallen ist im Perfekt ist gefallen. Und gefallen im Präsens, das bedeutet einfach like, gefallen im Perfekt hat gefallen. Das ist der einzigste Unterschied. Also es sind zwei verschiedene Verben im Präsens. Einmal haben wir fallen, ist gefallen und einmal haben wir gefallen, hat gefallen. So einfach kannst du dir das merken. Jetzt schauen wir uns noch das andere problematische Verb an. Das Verb gehören ist manchmal auch problematisch für die Lernenden. Auch hier starten wir erstmal mit Präsens. Also, wir haben das Verb hören. Du siehst es hier. Hören ist im Perfekt hat gehört und das Verb gehören, du verstehst es vielleicht anhand dieses Bildes, gehören ist im Perfekt hat gehört. Hier sind sie identisch, ja, aber im Präsens sind sie ganz verschiedene Verben und das musst du einfach im Perfekt aus dem Kontext aus verstehen und das ist meistens gar nicht so schwierig, ja? Also nicht vergessen, hören hat gehört und gehören ist ebenfalls hat gehört. Genau. Stopp, 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 stopp. Wenn dir meine Erklärungen gefallen, kannst du Mitglied meines Kanals werden und mich dabei unterstützen, mehr Videos, Erklärungen und Übungen für dich zu erstellen. Als Dankeschön bekommst du exklusiven Zugriff auf viele Extras. Für Mitglieder gibt es Hör- und Sprechübungen für den Alltag. Sprechen üben ist wichtig. Falls du Fragen hast, frag Sali direkt. Deine Frage, meine Antwort, persönlich. Zusammen lernen wir schneller, klarer und sicherer. Danke für deine Unterstützung. Machen wir weiter mit dem Präfix zer. Also zum Beispiel zerstören oder zerfallen. Machen wir zwei Beispiele. Das Unwetter hat das Dach zerstört. Also kein G. Wir sagen nicht G zerstört, ja? Und
Das alte Haus ist nach vielen Jahren zerfallen. Auch hier bekommt das Verb kein G. Machen wir weiter. Jetzt haben wir hier ein Suffix, zum Beispiel studieren oder reparieren. Wenn ein Verb mit iren endet, dann bekommt es auch kein G. Auch hier machen wir 2 Beispiele. Mein Verb ist reparieren und ich sage, wir haben das Auto repariert, also kein G. Eva hat Mathematik studiert. Hier sagen auch die Schüler des Öfteren G studiert. Bitte, das ist falsch. Wir sagen ganz einfach studiert. Gut, machen wir weiter. Dann haben wir natürlich auch weitere nicht trennbare Präfixe, zum Beispiel miss oder ent oder emp. Auch diese Verben bekommen kein G. Da sind wir auch schon bei den Hausaufgaben. Wie immer kannst du hier einen Stopp machen und die Antworten unten in die Kommentare schreiben. Ich korrigiere sie dir gerne. Vergiss nicht zu üben. Üben ist wichtig. Grammatik ist gut, aber üben ist noch besser. Wie immer, falls du Fragen hast, schreib deine Fragen unten in die Kommentare und mach deine Hausaufgabe. Ich sage Danke und Tschüss. Tu es für dich und beginne noch heute damit, Deutsch zu lernen. Herzlich willkommen bei berufsdeutsch.de.